Als in den 1940er Jahren die Vespa entwickelt wurde, hat Piaggio die Roller auf 8 Zoll Reifen gestellt und diese Reifengröße ist noch eine ganze Zeit lang beibehalten worden über verschiedene Modelle. Lampe unten, Struzzo. Heutzutage ist es so, dass die Fahrzeuge auch gerne für Leistungssteigerung hergenommen werden und dann deutlich über die ursprüngliche Geschwindigkeit schnell fahren, teilweise über 100 km/h. Und da macht sich natürlich eine rundlaufende Felge und Bereifung deutlich stärker bemerkbar. Hier haben wir eine originale Felge, da kann man mal sehen, wie rund sowas oder wie gut sowas im Original gelaufen ist. Das war bei 60 oder 70 km/h nicht sehr schlimm oder sehr auffällig und ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit sowas deutlich über 100 fährt, dann merkt man das schon ordentlich. Und Pinasco hat daher die schöne CNC-gefertigte Felge entwickelt, die halt deutlich runder laufen als die originalen Stahlfelgen. Und wir montieren einfach mal einen Reifen, damit ihr mal seht, was man bei der Felge alles beachten muss. Hier haben wir also die O-Ring-Nut auf der kleinen Seite der Hälfte und im Falle eines Notfalles oder auch wenn man einen Reifen benutzt, der nicht verschlauchlos ist, also ein Schlauchreifen, ein TT-Reifen, dann kann die Felge also auch mit einem ganz normalen Schlauch benutzt werden. So, erster Schritt ist die Montage des Ventils. Dafür wird das Ventil mit Reifenmontagepaste vorbereitet, damit es nachher gut durch das Felgenloch passt. Die Montagerichtung ist erstmal egal, weil das Ventil kann man nachher noch einfach passend in der Bohrung drehen, so wie man es haben möchte. Also die originale Stellung vom Ventil sähe dann so aus. Drehen wir aber noch gerade noch ein bisschen nach vorne, weil wir ja gleich noch in die Verschraubung müssen. So, unser Ventil ist eingebaut. Als nächstes kommt der Reifen. Pinasco geht an, dass man am besten von der Seite anfängt, wo das Ventil drin ist. Das heißt, wir bereiten die Felge mit Reifenmontagepaste vor. Genauso den Reifen. Beim Reifen müsst ihr aber vor der Montage darauf achten, welche Laufrichtung der Reifen hat. Das ist meistens mit einem Pfeil gekennzeichnet, also achtet darauf, wie rum der Reifen laufen soll. Den Reifen spülen wir noch kurz mit Montagepaste ein und dann setzen wir die Felgenhälfte in den Reifen ein. So, sobald der Reifen sitzt, wird der O-Ring montiert. Pinasco liefert 2 O-Ringe mit. Ein O-Ring als Ersatz und den anderen O-Ring setzen wir mit ein bisschen Reifenmontagepaste ein. Pinasco sagt Grease, ich würde aber keinen Fetten nehmen, sondern einfach bei der Reifenmontagepaste bleiben. Damit setzt sich der O-Ring nachher gut in die Nut. Ihr müsst immer darauf achten, dass die Nut sauber ist, weil ein O-Ring mag nichts weniger als Fremdkörper, da wo er arbeiten soll. Dann dichtet der nämlich nachher nicht. Dann kommt die zweite Felgenhälfte. Auch hier benutzen wir wieder ein bisschen Reifenmontagepaste und setzen die Felgenhälfte dann ein. Schon mal direkt darauf achten, dass die Löcher deckungsgleich übereinander liegen. Und dann können wir das Ganze auch schon zusammenschrauben. Dann schrauben wir die Felge zusammen. Und zwar geht das mit einer Schraube, einer Schnorrscheibe. Wird durch die Bohrung geführt und achtet beim Ansetzen der Mutter darauf, dass die Mutter sich nachher nicht frei drehen kann, damit die in dem Sechskant sitzen bleibt. Und dann machen wir die erste Verschraubung. Erstmal nur leicht anziehen. Ihr seht, dass die Mutter sich mitdrehen möchte, da muss man darauf achten, dass die in dem Sitz bleibt. Am besten ein bisschen gegendrücken. Und erstmal leicht anziehen. So, wir haben alle Schrauben festgemacht. Pinasco gibt für die einzelnen Verschraubungen einen Drehmoment von 11 Newtonmeter an. Es wäre gut, wenn ihr das gleichzeitig machen würdet, damit das alles schön dicht ist und der O-Ring schön zusammengequetscht wird und dann auch passend abdichten kann. Dann setzen wir den Reifen mal in der Felge, wie bei jedem schlauchlosen Reifen halt auch. Da steht in der Bedienungsanleitung maximal 2 bis 2,5 Bar. Und das machen wir jetzt auch auf 2 Bar und dann ist die Geschichte schon fertig.